Wenn du hinter dem Mond lebst, weißt du es wahrscheinlich nicht, aber wir in den USA haben bald unsere Präsidentenwahl. Ich habe gedacht, es wäre gut, ein Video darüber zu machen. Meine Meinung ist nicht wichtig. Ich will euch nur ein paar Wörter beibringen, die man verwenden kann, wenn man die Wahl diskutiert. Und etwas über die Wahlsystem in den USA erklären. Wenn man ein Arbeitsblatt über dieses Thema will, kann man das auf meiner Patreon-Seite finden. In den USA glauben viele Menschen, dass wir eine Demokratie haben, aber das ist nicht wirklich ganz richtig. Wir haben eine repräsentative Demokratie und das ist etwas anderes als eine echte Demokratie. Wenn wir den Präsident oder die Präsidentin wählen, können die amerikanischen Einwohner, die 18 Jahre alt oder älter sind, eine Stimme abgeben. Diese Stimme sagt, dass sie einen Präsidentschaftskandidat oder eine Präsidentschaftskandidatin als Präsident oder Präsidentin haben wollen. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Nummer von Stimmen in einem Prozess namens Electoral College. Auf Deutsch ist das Wahlmännergremium. Die Nummer der Stimmen wird auf der Nummer der Mitglieder im US-Repräsentantenhaus beruht. Die Nummer der Repräsentanten wird auf der Nummer der Einwohner im Bundesstaat beruht. Insgesamt gibt es 538 Männer und Frauen im Wahlmännergremium. Wenn die Mehrheit der Wähler in einem Bundesstaat ihre Stimmen für einen Kandidat oder Kandidatin abgeben, bekommt dieser Kandidat oder diese Kandidatin die Stimmen für den ganzen Staat. Zum Beispiel, ich wohne in Illinois. Hier haben wir 20 Wahlmännerstimmen. Das heißt, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin die Mehrheit der Stimmen von den Einwohnern in Illinois bekommt, bekommt er oder sie die 20 Wahlmännerstimmen des Bundesstaats Illinois. Ein Kandidat oder eine Kandidatin muss 270 Wahlmännerstimmen, eine absolute Mehrheit, bekommen, um Präsident oder Präsidentin zu werden. Wenn kein Kandidat oder keine Kandidatin 270 Wahlmännerstimmen bekommt, wird der Präsident oder die Präsidentin von dem Repräsentantenhaus gewählt. Dort muss man nicht nur mindestens 26 Stimmen bekommen, sondern auch die Mehrheit der Stimmen bekommen. Diese Situation wird aber nie passieren, denn es gibt nur 4 Kandidaten auf dem Stimmzettel in dieser Wahl und normalerweise gibt es nur 2, die die Wahl wirklich gewinnen können. Denn die anderen sind nicht populär genug. Und jetzt für die schwierige Frage: Wie werden die Wahlmänner gewählt? Es gibt 2 Teile in diesem Prozess. Die Parteiführer von jeder Partei nominieren die Wahlmänner. Dann am Wahltag geben die Wähler ihre Stimmen für den Präsident oder die Präsidentin, den oder die sie wollen. Diese Stimmen gelten auch für die Wahlmänner in dem Staat, die die Parteiführer nominiert haben. Wenn man mehr über die Vorwahlsystem lernen will, gibt es ein sehr gutes Video von C.G.P. Grey, in dem er dieses System erklärt. Ich habe die deutschen Untertitel für dieses Video geschrieben. Wenn ihr immer noch Fragen über die US-amerikanische Wahl habt, könnt ihr sie in den Kommentaren schreiben. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!